Und die CureVault-App benutzt der Schweißer, um die Schweißung und die Schweißqualität zu dokumentieren. Die App ist super angepasst auf den Ablauf auf der Schweißbaustelle. Das heißt, der Schweißer kann effizient und ohne dass er Papier benutzen muss, die Materialien dokumentieren und auch sagen, wo ich bin und was für Qualitätsparameter ich eingehalten habe. Als Infrastrukturbetreiber kriege ich in der Dari-Plattform eine detaillierte Dokumentation aller Schweißungen mit den verwendeten Materialien, was für Vorwärmparameter wurden eingehalten. Und ich habe auch noch, wenn der Schweißer muss am Ende auch noch eine Fotodokumentation abliefern, auch ein Foto dieser Schweißung. Wir haben hier zum Beispiel den Bildschirm, wo der Schweißer auf seine Baustelle kommt. Er wählt ein paar Parameter aus und beginnt dann sofort mit der Erfassung und dem Scannen der QR-Codes auf unseren Termitportionen. Damit ist quasi das Material erfasst. Dasselbe kann er auch auf den Formen machen, die zur Termitschweißung verwendet werden. Und er muss dann nur noch sagen, auf welcher Schiene er geschweißt hat und ist dann fertig schon mit dem ersten Schritt der Dokumentation. Wenn er die Schweißung dokumentiert hat, lädt er die Daten in die Dari-Plattform hoch. Dort kann sein Bauleiter, sein Supervisor diese Daten sehen, weiterverarbeiten und dort auch ablegen für spätere Dokumentationszwecke oder abrechnungsrelevante Themen. Mit dem G-Tag habe ich die Möglichkeit, die Schweißung eindeutig zu identifizieren. Das heißt, es ist ein Kunststoffclip, den ich an dem Fuß der Schiene befestige. Und mit diesem Data Matrix Code kann ich im Nachhinein immer herausfinden, wer hat die Schweißung gemacht, mit welchem Material wurde verwendet und wann wurde die Schweißung auch ausgeführt.